Hallo Planeswalker und Commander-Spieler zu diesem Video. Heute will ich euch mein Hensi Toolbox Tore Commander Deck zeigen und vielleicht den einen oder anderen überzeugen, diesen Werkzeugkasten Commander selbst zu spielen. Hensi ist laut EDH-Rec der zweitbeliebteste, beziehungsweise schon sehr bald auch der beliebteste Junt Commander und das zu Recht, wie ich zumindest finde. Hensi hat unter den Magic-Spielern eine große Fangemeinde, die sich auch auf eigenen Discord-Servern organisiert. Soweit ich weiß, gibt es das aber für deutschsprachige Spieler nicht. Das heißt, Englisch ist da auf jeden Fall ein Thema, wenn man tiefer in die Thematik eintauchen will. Hensi ist ein Precon-Commander aus Streets of New Capenna aus dem Jahr 2022. Das heißt, er startet also im Bracket-System in Bracket 2. Mit ein paar ausgetauschten Karten ist man aber schon sehr schnell im Bracket 3. Ich werde euch heute hier eine meiner Meinung nach stabile Bracket-3-Variante vom Deck zeigen, die meiner Meinung nach sehr viel Spaß macht. Und ich würde sie aber auch in einem Bracket-4-Spiel hinlegen, ohne dass ich jetzt vielleicht am Ende Frust hätte, weil ich das Spiel nicht gewinnen konnte. Es ist natürlich kein Combo-Deck und wird es deswegen auch an Bracket-4-Tischen schwerer haben. Für Bracket 5 reicht es dann für Hensi überhaupt nicht mehr. Er ist also unter Turnierspielern, hat er gar keine Bedeutung. Das liegt auch einfach daran, weil es in dieser Farbkombination auch bessere Commander gibt, um sich notfalls ein CEDH oder ein Turnierdeck bauen zu wollen. Ich spiele das Deck jetzt seit knapp 2 Jahren und nehme immer noch regelmäßig Änderungen dabei vor. Es geht ja in dem Deck im Wesentlichen darum, Kreaturen mit Mana-Betrag 4 oder mehr günstiger und dann vor allem mit Islands ins Spiel zu bringen. Deshalb gibt es da natürlich auch in jedem Set immer wieder die ein oder andere Karte, die man ausprobieren kann. Und bei der Menge an Sets, die Wizard uns jedes Jahr gibt, haben wir da natürlich eine große Auswahl. Die letzte Veränderung am Deck ist jetzt aus Final Fantasy, wo wir dann gleich auch ein paar Karten dazu sehen werden. Also jetzt zum Commander Hensi und zu seiner Fähigkeit. Die besagt, dass Blitzkosten, die wir zahlen, für jedes Mal, dass unser Commander aus der Command-Zone ins Spiel gekommen ist, ein generisches Mana weniger. Kleiner Nebenfakt hier also, die Karte bezieht sich also nicht auf Hensi, sondern auf unseren Commander. Das heißt, man könnte theoretisch auch einen anderen Commander spielen und trotzdem von der Kostenreduktion für die Blitzzauber profitieren. Außerdem wäre hier noch explizit zu erwähnen, dass der Mana-Betrag 4 oder mehr sein muss, um die Fähigkeit Blitz zu haben. Das bedeutet also im Umkehrschluss, Hensi funktioniert genauso gut auch mit X-Spells. Blitz bedeutet nun, dass man statt den normalen Kosten die Blitzkosten bezahlen kann. Das sind dann alternative Kosten für den Spell, für den auch alle Regeln gelten, die die Kosten von Spells beeinflussen. Die Kreatur kommt dann mit Eile ins Spiel und hat 2 verzögerte Trigger, die man auch einzeln beachten muss. Der erste wäre, dass sie zu Beginn des Endsegments geopfert werden muss. Und der zweite wäre, dass ich eine Karte ziehe, wenn die geblitzte Kreatur stirbt. Es ist also so, dass der Kartenzieheffekt oft durch das Opfern getriggert wird. Es muss aber nicht immer so sein. Das waren jetzt natürlich eine Menge Worte für eine Karte, aber die Karte hat es deshalb natürlich auch in sich. Ich würde deshalb versuchen, den Spielplan des Decks so zusammenzufassen. Wir versuchen früh im Spiel Vorteile zu generieren und diese bis ins Endspiel aufrechtzuerhalten, um am Ende durch Schaden zu gewinnen. Dafür nutzen wir eine Mischung aus Reanimationen, Karten, die sich selbst ersetzen und recyceln und generelle Effekte, durch die wir unsere Gegner ein Stück weit zurücksetzen. Ich würde aber sagen, wir machen das jetzt einfach viel anschaulicher und gehen mal durch die einzelnen Karten des Decks durch und ich sage euch dann, warum und wieso ich diese oder jene Karte spiele. Für die Zahlen- und Faktenfanatiker unter euch noch kurz die Deckstats. Würde ich hier auch gleich nochmal mit einblenden. Wir spielen 32 Kreaturen, 10 Spontanzauber, 10 Hexereien, 4 Artefakte nur, 8 Verzauberungen und 35 Länder. Die Mana-Kurve von dem Deck sieht natürlich auch ein bisschen wild aus, was ich an dem Deck aber total klasse finde. Wir haben im Bereich Mana 1 und 2 die meisten Interaktionen und Mana-Beschleunigung natürlich. Mana-Betrag 3 sind dann sogenannte Value Pieces und ab Mana 4 aufwärts sind das dann eigentlich fast nur noch Kreaturen und Verzauberungen. Das geht hoch bis Mana-Betrag 9, wobei man natürlich immer bedenken muss, dass wir nie die tatsächlichen 9 Mana für den Spell ausgeben wollen. Der durchschnittliche Mana-Wert des Hauptdecks liegt bei 2,37 mit Ländern und 3,67 ohne Länder. Der mittlere Mana-Betrag des Hauptdecks beträgt 2 mit Ländern und 3,5 ohne Länder. Die Infos habe ich jetzt einfach aus meiner Deckliste von Moxfield und da kriegt ihr natürlich auch den Link dazu. Fangen wir also mit den einzelnen Karten an. Da ich das Deck so gerne spiele, sehen natürlich die Sleeves ein bisschen entsprechend benutzt aus. Sorry dafür, aber es wäre natürlich schlimmer, wenn der ganze Dreck an den Karten dran sein muss. Im Mana-Betrag 1
Erwarten uns jetzt wenig Überraschungen. Wir haben hier natürlich ganz klassisch den Birds of Paradise. Als nächstes ein Ignoble Hierarch, der in den Junt-Farben tappt. Und zuletzt im Mana-Betrag 1 noch ein Todesriten-Schamane. Die können wir ja auch dazu benutzen, Karten aus den Friedhöfen unserer Gegner zu exilen oder mit ihm auch natürlich Mana zu machen, wenn wir unsere eigenen Länder exilen. Dann wird es mit Mana-Betrag 2 weitergehen. Da haben wir zum einen den Goblin Anarchomanten. Der sagt einfach, dass rote und grüne Zaubersprüche uns 1 weniger kosten. Dann wäre hier noch der Midnight Reaper. Immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur, die ich kontrolliere, stirbt, dann fügt mir der Midnight Reaper einen Schadenspunkt zu und ich ziehe eine Karte. Dann sind wir auch schon bei Mana Value 4. Und da ist auch schon die erste Final Fantasy Karte. Das ist hier Jecht, der unwillige Leibgardist. Er ist ein 4-3er, der Bedrohlichkeit hat und immer wenn der einem Spieler Kampfschaden zufügt, kann ich ihn ins Exil schicken und dann transformiert unter der Kontrolle seines Besitzers ins Spiel zurückbringen. Jetzt würde man vielleicht das mal denken, das ist ja total komisch, weil wenn ich jetzt mit dem angreife, weil der hat ja Eile, dann exile ich den, dann ziehe ich ja gar keine Karte, weil er ja nicht stirbt. Ist aber nicht so, weil er hat ja eine Rückseite. Und auf der Rückseite ist er dann eine legendäre Verzauberungskreatur mit 7/7 als Stats und hat auf den ersten beiden Saga-Effekten, jeder Gegner wirft eine Karte ab und du ziehst eine Karte. Das heißt also, wir können hier praktisch für 4 Mana eine Kreatur ins Spiel bringen mit Eile, die direkt angreifen kann, da sie Bedrohlichkeit hat. Ist ja auch schwer zu blocken. Und dann wird sie gleich geexiled, kommt wieder. Wir ziehen unsere Karte, die wir haben wollen. Unsere Gegner müssen aber eine abwerfen. Also schon mal eine sehr spannende Karte. Dann geht es weiter mit Deadpool. Der ist eigentlich jetzt ohne besonderen Grund im Deck. Einfach, ich finde die Karte gut oder ich finde die Karte schön und wollte sie im Deck haben. Und der Effekt ist natürlich nicht zu unterschätzen. Wir können im Grunde genommen einfach einen Commander eines Gegners ausschalten, können außerdem für 5 Schaden sozusagen reinrennen beim Gegner. Und wenn er stirbt, dann ziehen wir natürlich auch unsere Karte. Als nächstes habe ich dann Vincent Valentine im Deck. Immer wenn eine Kreatur, die den Gegner kontrolliert, stirbt, dann putte ich so viele 1/1-Counter auf Vincent, wie die Stärke der Kreatur gewesen ist. Und wenn der angreift, dann kann ich ihn auch transformieren. Transformiert kommt er dann als Gillian Beast wieder, ist dann ein Trample Lifelink 3/2 und wenn der Gillian Beast stirbt, dann kommt er getappt zurück ins Battlefield. Das heißt also, wir blitzen den Vincent hier ins Spiel. Er hat Eile, wir greifen an. Wir können ihn umdrehen. Da er nicht geexiled wird, sondern nur transformiert, ist es immer noch dieselbe geblitzte Karte. Am Ende des Zuges stirbt er dann, wir ziehen unsere Karte und er kommt dann getappt mit der Frontseite nach oben wieder ins Spiel zurück. Also auch eine Karte, die, denke ich, ganz gut in den Spielplan passt. Wir bleiben weiterhin im Mana-Betrag 4 und haben als nächstes Kona. Das ist eine Kreatur, die aus Duskmoon ist. Und zu Beginn unserer zweiten Hauptphase, wenn Kona getappt ist, dann können wir einfach eine Permanentkarte aus unserer Hand aufs Spielfeld legen. Das heißt also, wir blitzen ihn rein, er hat Eile, wir suchen uns einen Gegner, der den hier nicht totblocken kann. Und wenn er dann zu Beginn der zweiten Hauptphase getappt ist, dann können wir eine beliebige Permanentkarte ins Spiel bringen. Das heißt, es könnte ein Land sein, eine Verzauberung, ein Artefakt oder natürlich auch eine starke Kreatur einfach, die wir dann tatsächlich auch mal über den Zug hinaus behalten können. Als nächstes haben wir Bolas Schülerin. Wenn die ins Spielfeld kommt, opfere ich eine andere Kreatur. Ich erhalte x Lebenspunkte dazu und ziehe x Karten, wobei x gleich die Stärke der geopferten Kreatur ist. Nun verhält sich ja in unserem Deck so, dass die Karten, die wir reinblitzen, oft schon recht stark sind. Das heißt, es ist ja nicht ungewöhnlich, mit der Karte durchaus 5 Karten zu ziehen. Wir ziehen ja für das Blitzen auch nochmal eine extra. Und insofern ist das auch eine ziemlich gute Kreatur im Deck. Dann hätten wir als nächstes den Body Snatcher. Wenn der ins Spielfeld kommt, muss ich ihn exilen, es sei denn, ich werfe eine Kreaturenkarte ab. Und wenn der stirbt, dann wird er geexiled und bringt eine Kreaturenkarte aus meinem Friedhof ins Spielfeld zurück. Also wir sehen hier sicherlich auch schon sofort die Synergie. Ich blitze ihn für 3 Mana maximal ins Spiel rein, werfe dann eine starke Kreaturenkarte aus meiner Hand in meinen Friedhof. Ich attackiere mit ihm, der ist nicht besonders stark. Wenn er stirbt, würde uns das jetzt gar nicht stören. Wenn er durchkommt, auch okay. Und zu Beginn des Endsegments würde ich ihn dann sozusagen opfern, dann wird er geexiled und bringt mir eine Kreaturenkarte aus meinem Friedhof auf das Battlefield zurück. Wir machen weiter mit dem Gixian Puppeteer. Immer wenn ich die zweite Karte
in jedem meiner Züge ziehe, dann verliert jeder Gegner 2 Leben und ich bekomme 2 Leben. Und wenn der Gixian Puppeteer stirbt, dann kann ich eine andere Kreaturenkarte mit Mana-Betrag 3 oder weniger aus meinem Friedhof ins Spielfeld bringen. Da wir natürlich blitzen, ziehen wir in der Regel auf jeden Fall 2 Karten pro Zug, sodass der uns also auch ein bisschen Leben zurückgibt und aber auch die Gegner nach und nach draint. Und das wäre jetzt eine Karte, die ich jetzt nicht unbedingt reinblitzen würde, aber im Notfall kann er natürlich auch schon mal hilfreich sein. Dann würden wir als nächstes den Weltenformer haben. Wir sind immer noch im Mana-Betrag 4 unterwegs. Immer wenn der Weltenformer angreift, dann kann ich 3 Karten millen. Und wenn er stirbt, bringe ich alle Länderkarten aus meinem Friedhof getappt ins Spiel. Der ist im Deck, weil er natürlich reingeblitzt Eile hat und sofort angreifen kann. Und weil wir natürlich einiges an Fetchländern spielen, die wir hier und so natürlich wieder zurück ins Spiel holen können. Dann haben wir als nächstes Aklazots, Deepest Betrayal. Legendary Creature Bad God, das ist ein 4-4er, der fliegt und Lifelink hat. Immer wenn der angreift, muss jeder Gegner eine Karte abwerfen. Für jeden Gegner, der das nicht kann, ziehe ich eine Karte. Und immer wenn ein Gegner eine Landkarte abwirft, dann kriege ich eine 1/1 schwarze Fledermaus-Kreaturen-Token mit Flying. Und wenn Aklazots stirbt, dann kommt er transformiert und getappt unter meiner Kontrolle ins Spielfeld zurück. Also eigentlich alles gute Effekte, die wir hier drauf haben. Der Discard-Effekt ist natürlich super. Und dass er, wenn er stirbt, uns nochmal eine Karte zieht und dann trotzdem wieder ins Spielfeld kommt. Auf der Rückseite haben wir ein Land, das ist der Temple of the Dead, der tappt für ein schwarzes Mana. Und für 3 Mana kann ich ihn tappen und wieder zurücktransformieren. Aber nur, wenn ein Spieler eine oder weniger Karten in seiner Hand hat und auch nur im Sorcery Speed. Aber wie gesagt, einfach, dass die Karte sich selbst recycelt, ist schon sehr viel wert. Dann als nächstes auch eine wichtige Karte im Deck, das ist Ilhag, der Raceboar. Ist ein 6/6er mit Trampel, der 5 Mana kostet. Und wenn der angreift, dann kann ich eine Kreaturenkarte aus meiner Hand aufs Battlefield tapped und attacking legen. Und die Karte muss ich dann zu Beginn des nächsten Endsegments wieder auf meine Hand nehmen. Wenn Ilhag stirbt oder ins Exile vom Battlefield gelegt wird, dann kann ich ihn in meine Bibliothek an die 3. Stelle von oben legen. Wie das mit dieser Karte funktioniert, ist im Grunde genommen so, dass er stirbt oder exiled wird. Dann kommt er an die 3. Stelle von oben in die Bibliothek zurück. Und dann ziehe ich erstmal nochmal für das Blitzen überhaupt die Karte, sodass er also dann schon an Position Nummer 2 ist in der Vibo. Das heißt also, das ist im Prinzip ein wiederkehrender Effekt, dass ich ihn auf der Hand habe, ausspielen kann oder reinblitzen kann und dann ihn auch immer wieder auf die Hand bekomme. Als nächste Kreatur im Deck, immer noch Mana-Betrag 5, habe ich Junji, den Nachthimmel. Das ist ein 5/5er, der fliegend und bedrohlich ist. Und wenn er stirbt, kann ich mir eins aussuchen. Entweder wirft jeder Gegner 2 Karten ab und verliert 2 Lebenspunkte, oder aber ich bringe eine Nicht-Drachen-Kreaturenkarte meiner Wahl aus einem Friedhof unter meiner Kontrolle ins Spiel und dann verliere ich 2 Lebenspunkte. Das ist natürlich eine prima Karte, um sozusagen Karten, die wir schon geblitzt haben, wieder aufs Spielfeld zu bekommen. Das heißt also, der untere Effekt ist eigentlich der, den wir häufiger benutzen. Und dass er natürlich fliegt und auch noch bedrohlich ist, hilft natürlich auch beim Schaden verteilen. Also eine ziemlich gute Karte. Dann kommen wir jetzt zu Mana-Betrag 6. Da habe ich hier als erstes die Foilzahnviper. Als zusätzliche Kosten, um den Zauberspruch zu wirken, kann ich eine beliebige Anzahl an Nicht-Landpermanenten opfern. Der Zauberspruch kostet dann immer noch 1 weniger. Da wir ja Hensi haben und sowieso die Spells günstiger sind, habe ich das nicht so häufig benutzt, aber wäre auch eine Option. Und immer wenn die Fäulnisviper ins Spiel kommt oder angreift, lege ich eine Fäulnismarke auf sie. Dann gilt für jede Fäulnismarke auf ihr, dass jeder Gegner 4 Lebenspunkte verliert, es sei denn, jener Spieler opfert ein Nicht-Land permanent oder wirft eine Karte ab. Wie das also mit Hensi funktioniert ist, wir blitzen sie relativ günstig rein. Dann muss schon mal jeder Gegner entweder 4 Schaden nehmen oder was opfern. Dann hat sie ja Eile, greift an, es kommt eine Marke drauf. Da müssen die Gegner schon 2 Permanents opfern oder 8 Schaden nehmen oder 2 Karten abwerfen. Und das ist natürlich schon ein ziemlich guter Effekt. Und sie selber ist auch noch eine 6/6-Kreatur. Sie kann also auch noch ordentlich austeilen. Die nächste Kreatur im Deck für Mana-Betrag 6 ist dann Etali Primal Storm, ist ein 6/6er. Wenn er angreift, exilt man die oberste Karte jedes Spielers Bibliothek und dann kann man eine beliebige Anzahl an Spells unter diesen Karten casten, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Der Etali ist natürlich ein bisschen schlechter als sein großer Bruder, der ein Mana mehr kostet. Aber dadurch, dass wir ihm sofort Eile geben können, ist er schon immer noch gut und 6/6 muss man auch erstmal wegblocken. Von daher auf jeden Fall eine gute Staple-Karte in dem Deck. Als nächstes haben wir auch nochmal Mana-Betrag 6, eine Final Fantasy-Karte. Da haben wir Summon Kuyata. Das ist ein 7/5er, der zwar selbst schon Haste hat und auch Trampeln, aber er hat vor allen Dingen auch diese Saga-Fähigkeiten. Und
In der ersten, die wir ja sozusagen, wenn wir ihn reinblitzen und dann auch opfern müssen, können wir ja nur die erste erstmal benutzen. Aber die sagt ja schon, diese Kreatur fügt 3 Schaden zu jeweils bis zu 2 anderen Kreaturen zu. Das heißt also, wenn man das nochmal anders sagt, für diese 6 Mana, die ich ja mit Hensi nicht bezahlen muss, bekomme ich einen 7/5er, der trampelt und nochmal, wenn er reinkommt, 6 Schaden schießt. Also das ist schon auch ziemlich viel wert, würde ich sagen. Als nächstes auch eine witzige Karte. Hier sind wir bei den Gruff Triplets. Das ist ein 3/3er, der trampelt. Wenn der ins Spielfeld kommt und kein Token ist, dann kreiere ich 2 Tokens, die Kopien von ihm sind. Und wenn der Gruff Triplet stirbt, dann lege ich eine Anzahl an +1/+1 Marken, die seiner Stärke entspricht, auf jede Kreatur, die ich kontrolliere, die Gruff Triplets heißt. Auch wieder viel Text und klingt kompliziert, ist aber eigentlich ziemlich einfach. Der kommt ins Spiel und macht 2 Kopien von sich. Dann greift man mit ihm an und er wird entweder totgeblockt oder kommt durch oder wie auch immer. Und am Ende des Zuges, sozusagen zum Beginn des Endsegments, muss ich ihn opfern. Dann opfere ich ihn in meinen Friedhof und die anderen beiden Kopien, die ich habe von ihm, kriegen jeweils so 3 +1/+1 Marken. Das heißt also, ich caste für 6 Mana einen 3/3er, habe dann schon 9 Power auf dem Board. Wenn er geht, dann habe ich schon 12 Power und entsprechend, wenn der nächste stirbt, dann auch nochmal die Marken drauf. Also schon auch eine ziemlich krasse Kreatur. Da geht es direkt weiter. Hier habe ich leider nur ein asiatisches Artwork. Das ist ein Massakerwurm, der sagt, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen die Kreaturen, die meine Gegner kontrollieren, -2/-2 bis zum Ende des Zuges. Und ich glaube, da steht auch noch was drauf mit, dass sie auch noch Schaden nehmen. Ist ja eigentlich eine recht bekannte Karte. Interessanter ist dann die nachfolgende Karte, das ist nämlich Mikeos, die Unhallowed. Das ist ein 5/5er mit Intimidate und immer wenn ein Human mir Schaden macht, wird er zerstört und andere nicht-human Creatures, die ich kontrolliere, kriegen +1/+1 und haben Undying. Das heißt also, gerade im Late Game bedeutet das eigentlich, jede geblitzte Kreatur, die stirbt, kommt auch einfach wieder ins Spiel zurück. Damit haben wir jetzt noch genau 10 Kreaturen übrig. Und als nächste Kreatur habe ich hier den todbringenden Mecha-Koloss. Der ist bedrohlich mit 5/4 und wenn der ins Spiel kommt, kann ich eine andere Kreatur meiner Wahl zerstören. Falls eine Kreatur auf diese Weise zerstört wird, erhalte ich Lebenspunkte in Höhe der Widerstandskraft dazu. Ist jetzt nicht super krass, aber wenn man es im Spiel schafft, ihn vielleicht 2-, 3-mal, also sozusagen einmal reinblitzen und 2-mal aus dem Friedhof wiederzubekommen, zum Beispiel mit Mikeos, dann ist er schon sozusagen sein Mana-Wert. Als nächstes habe ich für 7 Mana den Kreischholzverschlinger. Der ist ein 7/5er und verursacht Trampelschaden. Und immer wenn ich mit einer oder mehreren Kreaturen angreife, enttappe ich bis zu X Länder, wobei X gleich der höchsten Stärke unter jenen Kreaturen ist. Das bedeutet also, für den Zug, in dem ich diese Kreatur reinblitze, habe ich im Grunde genommen doppeltes Mana, was natürlich echt viel wert ist. Dann kommen wir mal zu einer etwas preisigeren Karte. Haben wir hier einen Ancient Brass Dragon, der ist ein 7/6 Flieger. Wenn der Combat Damage an einem Spieler macht, dann kann man einen D20-Würfel rollen und können dann Kreaturen aus allen Friedhöfen ins Spielfeld bringen, solange ihr Mana-Betrag zusammen nicht größer ist als das, was wir gewürfelt haben. Also wenn wir also eine 10 würfeln, dann können wir also 2 Kreaturen mit Mana-Betrag 5 aus beliebigen Friedhöfen beispielsweise ins Spiel bringen. Starke Karte. Dann haben wir hier den All-Star Sandygars Rächer. Wenn der ins Spiel kommt, erzeuge ich für jedes Land, das ich kontrolliere, einen 0/1 grünen Pflanzen-Kreaturenspielstein. Und er hat natürlich auch Landfall oder Landung. Immer wenn ein Land unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, kann ich auf jede andere Pflanzenkreatur, die ich kontrolliere, eine +1/+1 Marke legen. Das ist definitiv auch eine Karte, die im Late Game das Spiel entscheiden kann. Dann haben wir danach den Etali Primal Conqueror, also den großen Bruder vom Etali. Ist ein 7/7er, der trampelt und wenn der ins Spielfeld kommt, dann exilt jeder Spieler Karten von oben von seiner Bibliothek, bis er eine Nicht-Landkarte exilt. Ich kann dann eine beliebige Anzahl an Zaubersprüchen unter diesen Non-Land-Cards, die auf diesem Weg geexilt wurden, casten, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Das heißt also, wir kriegen hier einen 7/7er, der nochmal wenigstens 2 oder 3 Spells generiert. Wir können ihn theoretisch für 10 Mana auch transformieren. Dann ist er ein 11/11er mit Trample und Indestructible. Und immer wenn der einem Gegner Kampfschaden zufügt, kriegen sie genauso viele Poison Counter. Also theoretisch könnte man damit dann auch einen Spieler direkt töten, sofern er das nicht wegblocken kann. Ja, definitiv auch eine starke Karte. Dann geht es weiter
mit Mana-Betrag 7 für die walderschütternde Chimäre. Das ist, glaube ich, noch eine der wenigen Karten, die aus dem Precon tatsächlich drin geblieben ist. Die sagt, es sind alle Kreaturen, die die walderschütternde Chimäre blocken können, tun dies. Und wenn sie stirbt, ziehe ich 3 Karten. Das heißt, wir blitzen sie rein, greifen einen Gegner an, würden dann dadurch natürlich alle seine ungetappten Kreaturen dazu bewegen, diese Kreatur zu blocken. Und am Ende, wenn sie stirbt, ziehen wir natürlich noch 3 Karten plus das Blitzen, also insgesamt sogar 4 Karten. Also das ist auf jeden Fall auch eine ziemlich starke Karte. Dann haben wir noch den obersten Holzeinschläger, der hat Beharrlichkeit, also wenn die Kreatur stirbt und keine -1 Marke auf ihr lag, dann bringt man sie mit einer -1 Marke unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Ist ein 6/6er, der Trampelschaden verursacht. Und wenn der ins Spiel kommt, zerstört er eine bleibende Karte meiner Wahl, die keine Kreatur ist. Das ist also ein schöner Removal, und zwar ein doppelter, weil die Kreatur, wenn sie reingeblitzt ist, stirbt, dann wiederkommt und gleich nochmal was zerstören kann. Und ja, die ist schon auch ziemlich gut im Deck. Dann sind wir bei den letzten 3 Kreaturen. Wir kommen jetzt zu Mana Value 8 und 9 noch. Da starten wir mit dem Myojin des Griffs der Nacht. Der kommt mit einer Göttlichkeitsmarke ins Spiel, falls ich ihn aus meiner Hand gewirkt habe, was ich in der Regel tun will. Solange auf dem Myojin eine Göttlichkeitsmarke liegt, ist er unzerstörbar. Und wenn ich die Göttlichkeitsmarke entferne, dann wirft jeder Gegner alle Karten aus seiner Hand ab. Das ist also schon ein ziemlich mächtiger Effekt, vor allen Dingen, weil er dadurch getriggert wird, dass ich die Marke entferne. Das heißt also, wenn jemand versucht, den zu removen, also aus dem Spiel zu entfernen, oder mit dem Opfer-Trigger im Endsegment vom Blitzen auf dem Stack kann ich immer noch die Marke entfernen und dann alle Gegner alle Karten abwerfen lassen. Und der kann natürlich das Spiel auch dann letztlich drehen, sofern wir halt Karten in der Hand haben und unsere Gegner dann nicht mehr. Dann habe ich hier noch so einen Myojin drin, und zwar den Myojin of Roaring Blades. Der kommt auch mit einem Indestructible Counter, wenn er aus der Hand gewirkt wurde. Und ich kann den Indestructible Counter von ihm entfernen und 7 Schaden jeweils auf bis zu 3 Targets legen. Was das also sozusagen übersetzt bedeutet, caste diese Kreatur, diese Indestructible Kreatur mit 7/4 und Eile. Und außerdem kannst du auf jeden Fall noch 21 Schaden verteilen. Und zwar also 3 mal 7, 21 Schaden auf deine Gegner schießen. Und zuletzt der Mana-Betrag 9, die eine Kreatur. Das ist noch der Cavernhorn Dragon, den habe ich jetzt erst zuletzt mit rein gemacht. Er hat Flying Trample Haste, ist ein 6/6er. Der Spell kostet X weniger zu casten, wobei X die größte Anzahl an Artefakten ist, die ein Gegner kontrolliert. Und wenn der Combat Damage an einem Spieler macht, dann kreiere ich einen Treasure Token für jedes Artefakt, das der Spieler kontrolliert. Das ist also auch eine ziemlich gute Kreatur. Und damit sind auch alle Kreaturen jetzt durch. Es hat eine Weile gedauert, aber ich denke, das war auch wichtig, dass man vielleicht gleich mal sieht, wie die auch im Deck funktionieren. Und wir kommen als nächstes dann zu den Spontanzaubern und Hexereien. Ich hoffe, ihr seid noch beim Video dabei. Wir schauen uns jetzt die Spontanzauber und Hexereien in meinem Hensi-Deck an. Und ich denke, da sind auch ein paar interessante Karten dabei. Los geht's mit dem Noxious Revival. Das ist ein Spontanzauber, der ein phyrexianisches Grün kostet. Also wir können 2 Leben bezahlen oder ein grünes Mana. Und dann können wir eine Target Card from a Graveyard on top of its owner's library legen. Also wir legen eine Karte aus irgendeinem Friedhof oben auf die Bibliothek des Besitzers der Karte. Also wenn wir aus unserem Friedhof sozusagen eine Karte oben drauf legen wollen. Als nächstes klassisch der Lightning Bolt. Der fügt einem Ziel meiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Und das ist natürlich ein ganz normaler roter Burn-Spell. Dann haben wir als nächstes Feign Death. Bis zum Ende des Zuges bekommt eine Target Creature folgenden Text. Wenn diese Kreatur stirbt, dann kommt sie getappt unter der Kontrolle ihres Besitzers mit einer +1/+1 Marke zurück. Also diese Karte können wir sozusagen nutzen, um eine Kreatur, die wir geblitzt haben, die wir gerne wieder haben wollen oder nochmal haben wollen, direkt wieder ins Spielfeld zurückzubringen. Dann habe ich Search for the Frozen Esper oder auch Nature's Claim, auch eine Final Fantasy Karte. Destroy Target Artifact or Enchantment und der Controller kriegt 4 Leben. Dann haben wir hier die Dorfrituale. Ich opfere eine Kreatur als zusätzliche Kosten, um den Zauberspruch zu wirken und ziehe 2 Karten. Das ist ein 1-Mana Spontanzauber, der also eigentlich sagt, opfere die Kreatur, die du geblitzt hast und ziehe dann 3 Karten für 1 Mana, was schon ziemlich gut ist. Dann haben wir hier noch ein Removal, der Abrupt Decay. Der kann nicht von Spells oder Abilities, also von Zaubersprüchen und Fähigkeiten gecountert werden. Und er sagt, zerstöre einen Target Nicht-Land permanent mit Converted Mana Cost 3 oder weniger.
Dann haben wir hier mal eine Karte aus Herr der Ringe. Ist eine Common, die kostet 2 Mana und als Additional Cost to cast the spell Sacrifice a Creature, also wir müssen wieder eine Kreatur opfern, um diesen Spell casten zu können. Dann ziehe ich 2 Karten und wenn die geopferte Kreatur legendär gewesen ist, dann ziehe ich stattdessen 3 Karten. Das heißt, wenn wir also eine legendäre Kreatur rausgeblitzt haben und dann die 2 Mana bezahlen, dann ziehen wir für 2 Mana 4 Karten, was schon ziemlich gut ist. Als nächstes terminieren ist einfach nur zerstöre eine Kreatur meiner Wahl. Sie kann nicht regeneriert werden. Also einfach ein Removal, wenn ein Gegner doch irgendwie eine Bedrohung spielt, mit der wir, um die wir uns kümmern müssen, wäre das ein Spell, mit dem wir das machen können. Dann habe ich hier als nächstes Rushed Rebirth. Ich wähle eine Target Creature aus und wenn die Kreatur in diesem Zug stirbt, dann durchsuche ich meine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte mit weniger Mana-Kosten und lege sie getappt aufs Battlefield. Und dann muss ich meine Bibliothek natürlich mischen. Die würde ich dann spielen, wenn ich weiß, meine Kreatur habe jetzt sozusagen eine Kreatur mit Mana-Betrag 6 gespielt, würde das dann, bevor sie durch den Blitz-Trigger geopfert werden muss, draufcasten und würde mir dann eben eine Kreatur mit Mana-Betrag 5 oder so aus der Bibliothek suchen. Also auf jeden Fall auch eine wertvolle Karte für 2 Mana vor allen Dingen. Auch ein guter Effekt. Und zuletzt haben wir natürlich noch die Chaos-Schleife, also ein Chaos-Warp. Der Besitzer einer bleibenden Karte meiner Wahl mischt sie in seine Bibliothek und deckt dann die oberste Karte seiner Bibliothek auf. Wenn es eine bleibende Karte ist, bringt er sie ins Spiel. Ja, ich denke, in roten Decks oder in Junt-Decks auch eine absolute Staple-Karte einfach. Wir machen weiter mit den Hexereien. Und da kommt hier der erste Game-Changer auch, von denen ja 2 im Deck sind. Ist ein Demonic Tutor. Ich durchsuche meine Bibliothek nach einer Karte und nehme sie auf meine Hand. Und dann schaffle ich meine Bibliothek. Die Karte ist einfach drin, um in manchen Momenten, wenn es vielleicht nicht ganz so gut läuft oder wenn wir doch eine spezielle Karte haben, dann doch auch mal nach einer suchen können. Ich glaube jetzt nicht, dass sie unbedingt das Spiel komplett dreht, deswegen ist sie mit drin. Dann haben wir hier Exhumieren für 2 Mana. Das ist eine Hexerei. Und jeder Spieler kann eine Kreaturenkarte aus seinem Friedhof aufs Battlefield legen. Das ist natürlich klar, dass wir dann immer irgendwie absolute Brecher aufs Battlefield bringen, während unsere Gegner natürlich vielleicht eine 2 oder 3 Mana Kreatur bringen können, während wir schon 5 oder 6 Mana Kreaturen im Friedhof haben. Dann spielen wir klassisch eine Fernsuche. Damit können wir ja eine Ebene, Insel, Sumpf oder Gebirgskarte aus unserer Bibliothek getappt ins Spiel bringen und danach mischen. Ist also im Grunde genommen auch um zu fetchen. Er findet zwar keine Wälder, aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir ja natürlich auch Länder haben mit mehreren Landtypen, die dann kein Wald sind. Dann spielen wir das Vermächtnis des Lebens. Da muss ich eine Kreatur als zusätzliche Kosten opfern, um den Zauberspruch zu wirken. Und dann ziehe ich so viele Karten, wie die Stärke der geopferten Kreatur beträgt. Also damit können wir unsere Hand komplett voll machen. Dann haben wir hier einen kleinen Reanimation-Spell, und zwar ein Persistieren. Ich bringe eine nicht legendäre Kreaturenkarte meiner Wahl aus meinem Friedhof mit einer -1/-1 Marke ins Spiel zurück. Wir haben hier auch nochmal ein Removal mit Feed the Swarm. Ich zerstöre eine Target Creature oder Verzauberung, die Gegner kontrolliert und verliere dann Leben, der so hoch ist wie die Converted Mana Cost von dem Permanent, das ich zerstören möchte. Dann noch eine Nature's Lore. Auch hier durchsuchen wir unsere Bibliothek nach einer Forest Card, also einer Waldkarte, und legen sie einfach aufs Battlefield und schaffeln dann. Dann spielen wir natürlich auch mal einen Board Wipe. Hier in Form von Toxic Deluge können wir Leben reinbezahlen als zusätzliche Kosten und dann kriegen alle Kreaturen -X bis zum Ende des Zuges. Meistens stört uns das mit am wenigsten, da wir ja sowieso nicht so ein riesen Board mit unserem Deck bauen, weil ja unsere Kreaturen, wenn sie geblitzt wurden, auch am Ende des Zuges meistens sterben. Also wir haben gar nicht so ein großes Board. Unsere Gegner wird das immer mehr kosten als uns. Dann haben wir als nächstes Spell Ausschlachten. Ich bestimme 2 Kreaturenkarten meiner Wahl in meinem Friedhof. Dann opfere ich eine Kreatur. Und wenn ich das tue, bringe ich die bestimmten Karten getappt ins Spiel zurück. Also auch das im Midgame, im Endgame. Wir blitzen was raus, greifen an, haben irgendeinen Effekt und können dann in der zweiten Hauptphase das hier wirken, die Kreatur opfern, die Karte fürs Blitzen ziehen und dann auch noch 2 Kreaturen wieder aufs Battlefield legen. Also auch schon eine ziemlich gute Karte. Und zuletzt ein sehr, sehr wichtiger Spell, der tatsächlich das Spiel schon sehr früh für uns entscheiden kann. Mit dem Ausmerzungsritual zerstören wir jede bleibende Karte mit Mana-Betrag 2 oder weniger, die kein Land ist, und wir erzeugen Schwarz oder Grün für jede auf diese Weise zerstörte bleibende Karte. Also, wenn wir uns sozusagen überlegen, dass wir
das Ausmerzungsritual casten, dann Hensi ins Spiel bringen und sogar noch was reinblitzen, dann sind wir eigentlich schon ziemlich weit vorne. Und das wären dann auch schon alle Hexereien, die im Deck sind. Dann machen wir schnell weiter mit den Verzauberungen, die sich im Deck befinden. Wir starten mit den vampirischen Riten. Da kann ich, die kostet 1 Mana und für 2 Mana kann ich eine Kreatur opfern, erhalte einen Lebenspunkt und ziehe eine Karte. Da wir ja meistens geblitzte Kreaturen opfern, ziehen wir also in der Regel auch 2 Karten. Entsprechend ist es gerechtfertigt, die im Deck zu spielen. Dann eine sehr wichtige Verzauberung, die uns ziemlich weit nach vorne bringt, und zwar ist das Heartless Summoning. Und zwar besagt die, dass Kreaturen-Spells, die wir casten, 2 weniger kosten. Mit Hensi zusammen kosten dann unsere Kreaturen-Spells schon 3 weniger. Und die einzige, ich nenne es mal, der einzige Nachteil, den die Karte mit sich bringt, ist, dass die Kreaturen, die wir kontrollieren, dann -1 kriegen. Was aber eigentlich eher selten ins Gewicht fällt. Der Effekt, dass unsere Kreaturen dann nur noch farbiges Mana kosten, ist da deutlich stärker. Die nächste Verzauberung ist mittlerweile auch schon ein Staple im Commander. Das ist die Bohnenranke Empor. Wenn die ins Spiel kommt und immer wenn ich einen Zauberspruch mit Mana-Betrag 5 oder mehr wirke, dann ziehe ich eine Karte. Dann spielen wir Shadow in the Warp. Das ist auch eine Verzauberung, logischerweise für 3 Mana, und der erste Kreaturenspell, den ich in jedem Zug caste, kostet mich 2 weniger. Und immer wenn ein Gegner seinen ersten Nicht-Kreaturen-Zauber pro Zug castet, dann kriegt er 2 Schaden. Aber der erste Effekt natürlich, dass unsere Spells 2 weniger kosten, das ist natürlich schon echt viel wert. Dann spielen wir als nächstes Garuks Aufstand. Wenn der ins Spiel kommt und falls eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrolliere, dann ziehe ich eine Karte. Kreaturen, die ich kontrolliere, verursachen Trampelschaden, und immer wenn eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, ziehe ich eine Karte. Also die triggert quasi bei fast jedem Kreaturenspell, den wir dann irgendwie im Midgame spielen. Und ja, dass dann die Kreaturen auch noch Trampelschaden haben, ist natürlich auch super wichtig. Dann spielen wir den industriellen Fortschritt. Das ist vielleicht eine Verzauberung, die nicht so viele Leute kennen. Zu Beginn meines Endsegments kann ich eine Kreatur opfern. Falls ich das tue, schaue ich mir die obersten x Karten meiner Bibliothek an, wobei x gleich dem Mana-Betrag der Kreatur ist. Ich kann davon eine Kreaturenkarte ins Spiel bringen. Den Rest lege ich in zufälliger Reihenfolge unter meiner Bibliothek. Das heißt also, zu Beginn des Endsegments triggert ja der Blitzeffekt, dass wir die Kreatur opfern müssen. Gleichzeitig aber auch dieser Effekt. Wir opfern dann die Kreatur nicht für den Blitzeffekt, sondern in die industriellen Fortschritt hinein. Und mit etwas Glück können wir dann auch noch eine Kreatur ins Spiel bringen und ziehen dann auch noch eine Karte. Dann habe ich jetzt neu im Deck den monströsen Strudel. Den konnte ich jetzt noch nicht so wahnsinnig häufig probieren, aber er liest sich erstmal gut für 4 Mana. Immer wenn ich einen Kreaturenzauber mit Stärke 5 oder mehr wirke, dann wende ich Entdeckung X an, wobei X gleich dem Mana-Betrag des Zauberspruchs ist. Dabei schicke ich dann Karten von oben von meiner Bibliothek ins Exil, bis ich eine Nicht-Landkarte mit Mana-Betrag X oder weniger ins Exil geschickt habe. Dann kann ich sie wirken, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen, oder sie auf meine Hand nehmen. Der Rest kommt in zufälliger Reihenfolge unter meine Bibliothek. Also auch ein interessanter Effekt, kann ich aber noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Und die letzte Verzauberung, die wir im Deck spielen, kostet 4 Mana und ist Wille der Natur oder Nature's Will. Immer wenn ein oder mehr Kreaturen, die ich kontrolliere, Schaden an einem Spieler machen, dann tappe ich alle Länder, die der Spieler kontrolliert, und dann tappe alle Länder, die ich kontrolliere. Ich glaube, wir sehen schon, worauf das hinausläuft, mit den ganzen bedrohlichen Kreaturen und mit den Tremplern und so weiter und so fort. Kriegt man hier natürlich auch eine Menge Mana wieder raus pro Zug. Damit sind wir eigentlich jetzt auch schon so ziemlich am Ende angekommen, zumindest der Permanent Spells. Wir haben noch die Artefakte vor uns. Da ist der zweite und letzte Gamechanger im Deck. Die erste Karte hier, das ist der Chromox, den ich spiele. Wie gesagt, es geht ja bei dem Deck darum, wir wollen möglichst schnell Hensi ins Spiel bringen und dann auch möglichst große Kreaturen früher als normalerweise möglich ins Spiel bringen oder casten. Und da hilft uns natürlich der Chromox entsprechend dabei. Dadurch, dass wir auch einen Haufen Karten im Spiel ziehen, ist es auch jetzt gar nicht so schlimm, wenn wir früh im Spiel sozusagen eine extra Karte aus unserer Hand hier einprägen. Der Chromox sagt, er erhöht meinen Mana-Vorrat um ein Mana einer beliebigen Farbe der eingeprägten Karte. Im Idealfall prägen wir dann natürlich auch eine mehrfarbige Karte ein. Dann wird die gleich noch viel, viel wertvoller im Deck. Dann spielen wir ganz klassisch natürlich auch einen Soul Ring, warum auch nicht. Gehört ja so ziemlich in jedes Commander-Deck rein. Gefolgt natürlich auch von einer arkanen Petschaft, auch hier im dreifarbigen Deck macht er schon eine Menge für uns und ja, für 2 Mana auf jeden Fall spielbar. Und dann sind wir auch schon beim letzten Artefakt angekommen. Das ist der Birthing Pot. Und wer so Kreaturen-Decks kennt, weiß, dass das eine ziemlich mächtige Karte ist. Sie kostet 3 generische Mana und ein grünes phyrexianisches Mana. Das heißt also, wir können 3 Mana und 2 Leben bezahlen, um die
ins Spiel zu bringen. Und für 1 Mana und ein Phyrexian Grün können wir sie tappen und eine Kreatur opfern. Dann durchsuchen wir unsere Bibliothek nach einer Kreaturenkarte mit Mana-Betrag gleich 1 plus der Mana-Betrag der geopferten Kreatur und legen die aufs Spielfeld. Dann müssen wir natürlich unsere Bibliothek shufflen, und wir können es natürlich nur in Hexerei-Geschwindigkeit spielen. Aber diese Karte ist natürlich wirklich Gold wert, weil wir dadurch natürlich sozusagen von Mana-Betrag zu Mana-Betrag und Runde zu Runde durch unser Deck uns tutoren können. Zuletzt jetzt noch die Länder, da würde ich aber wahrscheinlich einfach auch ein wenig schneller drüber gehen. Was die Länder angeht, spielen wir ein paar Fetch-Länder, unter anderem die blühenden Katakomben, den bewaldeten Gebirgsläufer, das Brackmarsch und den wasserarmen Tafelberg. Das heißt also, wir haben das weiß-rote, das schwarz-weiße, das grün-rote und das schwarz-grüne Fetchland, um uns entsprechend Länder aus unserer Bibliothek rauszusuchen. Wir haben ja vorhin auch schon Kreaturen oder eine Kreatur gesehen mit dem Weltenformer, wo wir auch unsere Länder wieder ins Spiel bekommen. Das heißt, das funktioniert in der Regel ganz gut. Dann spiele ich natürlich das Ziatoras Boxring, also das Triom in der Farbe. Wir spielen einen Command Tower und spielen dann das ein oder andere, sage ich mal, zweifarbige Land. Hier die Llanowar Wastes, die uns einen Schaden schießen, wenn wir sie für farbiges Mana tappen. Dann spielen wir hier das grün-rote Double-Faced Land. Das grün-rote Land, das uns einen Schaden macht, wenn wir für farbiges Mana tappen. Dann spielen wir natürlich auch die Filterländer, wo wir sozusagen einfarbiges Mana reingeben und zweifarbige Mana rausbekommen. Wir haben Graveyard Hate dabei mit dem Boyuka-Bock, wo wir dann einen Graveyard von einem Gegner exilen können. Wir spielen einen exotischen Obstgarten. Wir spielen als Länder, die wir auch fetchen können, zum Beispiel das schwelende Marschland als schwarz-rotes oder die Zunderwaldlichtung oder auch die Stomping Grounds. Und zuletzt würde ich euch noch die Messingstadt zeigen. Die tappt ja für ein Mana einer beliebigen Farbe, aber immer wenn sie getappt wird, dann fügt sie uns einen Schadenspunkt zu. Und die restlichen Länder, das sind dann ganz normal einfach nur Standardländer, wo wir dann insgesamt auf 35 Länder kommen. Und das wären alle Karten, die ich in meinem Hensi-Deck aktuell spiele. Und ich hoffe, ihr habt ein paar gute Ideen bekommen oder welchen Eindruck davon, wie das Deck sich spielt oder zumindest wie es funktioniert.